Heute habe ich eine schöne Rundfahrt mit meiner MZ ES 150 gemacht und mittlerweile schaltet sich auch das Getriebe sehr zuverlässig und der vierte Gang ist schon seit mehreren 100 Kilometern nicht mehr rausgesprungen. Das hat mich daran erinnert, dass ich ja noch ein Video über das Getriebe machen wollte. Das Getriebe der kleinen MZen unterscheidet sich grundlegend von den großen Getrieben, egal ob 4-Gang oder 5-Gang. Bei den 250er Motoren haben wir ein ungleichachsiges Getriebe. Dort geht die Kraft auf eine Achse rein, da wo die Kupplung sitzt, und geht auf einer anderen Achse raus, da wo das Ritzel sitzt. Hier sitzt beides auf einer Achse. Darum reden wir auch nicht von Eingangswelle und Ausgangswelle, denn Eingang und Ausgang sind auf derselben Welle bzw. auf derselben Achse, sondern wir reden von Getriebewelle und Vorgelegewelle. Auch die Dimension dieses Getriebes ist ganz anders als bei den 250ern. Das macht ja auch Sinn, denn die großen haben mehr Leistung. Aber am bemerkenswertesten ist der funktionale Unterschied bei diesem Getriebe. Ich finde, dass dieses Getriebe viel raffinierter ist als das der Großmotoren. Warum das so ist, versuche ich jetzt zu erklären. Das 4-Gang-Getriebe der 250er Motoren hat 2 Schaltgabeln. Das 5-Gang-Getriebe hat sogar 3 Schaltgabeln. Das 4-Gang-Getriebe der 150er Motoren hat eine Schaltgabel und schaltet damit 4 Gänge. Wie geht das? Dazu schauen wir uns jetzt erstmal die Wellen einzeln an. Also nehmen wir hier mal die Getriebewelle und man sieht jetzt, dass hier ein Losrad auf dieser Welle sitzt. Dann haben wir ein festes Rad auf der Welle, so wie bei den großen Getrieben auch. Und wir haben ein Doppelrad mit einseitiger Schaltverzahnung. Ansonsten ist bemerkenswert, dass dieses Doppelrad einerseits sich mal wie ein loses Gangrad verhält. Man kann es also drehen, man kann es aber auch verschieben und dann geht es in diese Wellenverzahnung rein und dann lässt es sich nicht mehr verdrehen. So viel mal die Ausgangslage dieser Welle. Noch spannender ist eigentlich die Vorgelegewelle. Wir haben hier auf der einen Seite ein Gangrad, so wie es die großen Getriebe auch haben, drehbar, aber nicht verschiebbar. Dann haben wir ein Doppelrad, diesmal aber ein getrenntes Doppelrad, die können sich unabhängig voneinander drehen, und Schaltverzahnungen. Auf der Welle haben wir ein Festrad und jetzt kommt das Besondere dran, wir haben auf der Welle noch 2 Arten von Schaltverzahnung. Das heißt, bei den großen Getrieben haben nur Zahnräder Schaltverzahnungen. Bei diesem kleinen Getriebe hat auch die Welle eine Schaltverzahnung. Man kann also jetzt hier dieses Doppelschaltrad in Positionen bringen, wo es sich frei dreht. Man kann es in Positionen bringen, wo sich nur eine Hälfte frei dreht. Und man kann es in Positionen bringen, wo sich nur die andere Hälfte frei dreht. Und darin liegt der Trick dieses Getriebes. So schafft es das Getriebe, mit nur einer Schaltgabel 4 Gänge zu schalten. Und die schalten wir jetzt mal durch. Suchen wir jetzt erstmal den Leerlauf. Hier haben wir einen Leerlauf. Und genau genommen hat dieses Getriebe noch einen Leerlauf, nämlich irgendwo hier. Da muss man bei den kleinen Motorrädern immer zwischen dem 3. und 4. Gang aufpassen, dass man nicht in den Leerlauf reinkommt, wenn man an der Ampel anhält und dann peinlicherweise versucht, im 3. Gang anzufahren. Das ist also der Leerlauf zwischen 3. und 4. Gang. Und das ist der Leerlauf zwischen 1. und 2. Gang. Jetzt schalten wir mal den 1. Gang. Was ist also jetzt passiert? Wir schalten mit dieser Schaltverzahnung in das Gangrad 1. Gang. Wenn ich jetzt also die Kupplungswelle drehe, geht der Antrieb von dem kleinen Zahnrad auf das große Zahnrad. Da das Gangrad mit der Welle verbunden ist, geht es hier rüber
vom kleinen Zahnrad auf Großzahnrad. Wir haben also hier eine Untersetzung mit 2 Zahnradpaaren. Um das zu beweisen, habe ich hier rote Linien auf die Getriebewelle gemacht und auf das Zahnrad. Das liegen beide übereinander. Und jetzt drehe ich das Getriebe einmal, zweimal, dreimal. Wir haben also hier eine Übersetzung von 3. Jetzt bin ich im Leerlauf und jetzt schalte ich in den zweiten Gang. Und zwar so weit, bis dieses Zahnrad mit der Wellenverzahnung eingreift und somit eine Verbindung herstellt. Die Kraft geht aber nicht über dieses Zahnrad hier rüber, denn dieses Zahnrad hat keine Verbindung zur Welle und sie sind ja frei zueinander drehbar, wie ich vorher gezeigt habe, sondern die Kraft geht jetzt über die Wellenverzahnung auf dieses Zahnrad, dann auf dieses Zahnrad, das ebenso noch mit den Schaltklauen auf der Welle verbunden ist und von dort dann hier rüber und wieder raus zum Ritzel. Ich zeige hier nochmal. Im Grunde beim zweiten Gang ist diese Schaltverzahnung mit diesem Zahnrad in Eingriff. Und ich zeige auch hier nochmal die Übersetzung, weil das einfach sonst kaum zu erkennen ist, in welcher Gangstufe wir sind. Die roten Striche liegen übereinander. 1, 2. Das heißt, der zweite Gang hat eine Übersetzung von 2. Jetzt schalten wir den dritten Gang. Im dritten Gang schiebe ich jetzt dieses Zahnrad auf diese Wellenverzahnung und dieses Zahnrad ist mit dieser Wellenverzahnung nach wie vor verbunden. Die Kraft geht also jetzt von diesem Zahnrad auf dieses und dann von diesem auf dieses und hier raus. Die Übersetzung ist 1,2 ungefähr. Und der letzte Gang ist der vierte Gang und das ist der beste Gang in diesem Getriebe, denn es ist ein direkter Gang. Jetzt greift diese Schaltverzahnung am Schaltrad in das Gangrad vierter Gang ein und hieraus wird jetzt plötzlich eine starre Welle. Man könnte also für den vierten Gang die vorgelegte Welle rausnehmen und immer im vierten Gang fahren. Man hätte dann einen Leerlauf und einen vierten Gang. Die vorgelegte Welle dreht sich jetzt nur mit, weil die Zähne in Eingriff liegen, aber hier erfolgt jetzt keine Kraftumwandlung mehr. Das ist auch der Grund, warum der vierte Gang bei meiner MZ 150 der leiseste Gang ist. Gang 1 bis 3 jaulen relativ laut, weil in jedem Gang wird die Kraft über 2 Zahnradpaare geleitet und das macht einfach mehr Lärm und das Jaulen kommt von der geraden Verzahnung der Zahnräder. Der vierte Gang ist dann leiser, weil hier keine Kraft mehr übertragen wird und dann jault das Getriebe einfach weniger. So viel zu den Gängen im gleichachsigen Getriebe der MZ ES 150 und TS 150 und ETS 150. Jetzt möchte ich noch ein bisschen über Verschleiß reden, aber ich mache jetzt hier keine so große Wissenschaft draus wie beim Vierganggetriebe, denn mein überholter Motor, der ES 150, ist der fertig und der läuft. Ich hatte damals 2 Getriebe zur Auswahl und habe mir einfach das besser aussah, genommen und wieder eingebaut. Und wenn ich das heute rückblickend betrachte, bin ich auch froh, dass ich ein besseres zur Verfügung hatte, denn nachdem ich jetzt mir bei dem großen Getriebe so viel Gedanken darüber gemacht habe, über die Haltbarkeit von Getriebe, würde ich heute hier über dieses Getriebe ein schlechteres Urteil fällen, denn die Schaltverzahnung hier an diesem Zahnrad ist schon stark abgenutzt. Zum ersten Gang hin auch ein wenig. Besonderheit ist bei diesem Getriebe, wie ich schon sagte, dass wir nicht nur Schaltverzahnungen an den Zahnrädern haben, sondern auch an den Wellen.
Und darum müssen auch die überprüft werden. Wichtig ist hier, dass sie nicht ausgeschlagen sind oder angefressen. Ich finde, dass man die Funktion recht gut überprüfen kann, denn wenn man diese Zahnräder mit Druck in diese Verzahnung reindrückt, dann merkt man, wie sie sich zentrieren in diesen sichelförmigen Hinterschnitten. Und solange diese offensichtlich sichelförmig sind, hält der Gang auch gut. Wir haben also hier diese sichelförmigen Hinterschnitte und wir haben hier diese sichelförmigen Hinterschnitte. Und solange jetzt hier nicht vorne die Spitzen komplett abgebrochen sind, glaube ich, dass die auch immer noch recht gut halten. Der Schwachpunkt sind wohl eher die Hinterschnitte am 4. Gang. Auch hier die Gabel kann man sich anschauen und den Verschleiß prüfen. Und hier sollte man wirklich auch auf den Verschleiß achten, denn diese eine Schaltgabel sorgt dafür, dass alle 4 Gänge eingelegt werden. Wenn man also hier eine verschlissene Schaltgabel einbaut, kann es sein, dass man in jedem Gang ein Problem hat. Damit wäre ich jetzt am Ende meiner Getriebefilmreihe. Ich habe jetzt 3 Getriebe vorgestellt. Das 5-Gang-Getriebe der 250er Motoren, das 4-Gang-Getriebe der 250er Motoren und das 4-Gang-Getriebe der 150er Motoren der MM150 Baureihe. Ich freue mich auf das große Getriebe meiner MZ-ES 250-2, aber ich muss sagen, von der technischen Umsetzung dieses Getriebes her bin ich ein großer Fan von diesem Getriebe hier, weil ich einfach diese Lösung genial finde, 4 Gänge zu schalten mit nur einer Schaltgabel. Das haben die MZ-Ingenieure doch sehr schlau gemacht. Demnächst wird es weitergehen mit meiner Motorüberholungsreihe für den 250er Motor an der MZ-ES 250. Wenn euch das interessiert, bleibt dran und abonniert meinen Kanal.